Oliver wird in diesem Studio gedopt. Nein! Ich glaube dir das nicht mehr. Wir statten Eva einen Besuch ab. Unangemeldet. Was sagen wir dazu, Watson? Ich glaube, Vero will nichts mehr von mir. Vero? Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Ja, doch. Anna. Könnte es sein, dass deine Mutter an dem Tag im Studio auch ausgetickt ist? Was du meinst? Nein. Nein, sowas würde sie niemals tun. Verstehst du nie? Sag mal, das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich glaube, ich spinne. Willst du etwa damit sagen, dass meine Mutter meinen Vater umgebracht hat? Immerhin hat dein Vater doch was mit Eva gehabt. Und das nicht erst seit gestern. Die Briefe sind doch der Beweis dafür. Außerdem hat er Eva versprochen, deine Mutter zu verlassen. Ja, na und? Du hast doch erzählt, wie oft sich deine Eltern in letzter Zeit gefetzt haben. Ja, andere Eltern streiten sich auch andauernd. Aber deine Mutter wusste von dem Verhältnis. Deswegen bringt sie doch nicht gleich meinen Vater um. Eben hast du doch selbst gesagt, wie leicht deine Mutter ausrastet. War doch nur, weil sie meinen Vater ermordet haben. Für mich ist Eva nicht ganz astrein. Eva hat doch überhaupt kein Motiv gehabt. Doch, natürlich. Weil mein Vater meine Mutter nicht verlassen wollte, darum. Dafür gibt's schon gar keine Beweise. Du versuchst ja nur, den Verdacht von deinem Bruder abzulenken. Und dafür willst du meiner Mutter die Schuld in die Schuhe schieben. Und wenn ich ehrlich bin, finde ich das ziemlich beschissen von dir. Anna. Jetzt wart doch mal. Du musst doch zugeben, dass, so wie es im Moment aussieht, deine Mutter als Täterin eher in Frage kommt als mein Bruder. Du bist ja nicht mehr ganz dicht. Außerdem kotzt mich das an, wie du mir einreden willst, dass meine Mutter eine Mörderin ist. Wenn du glaubst, dass das so einfach geht. Nee, komm, jetzt sei nicht so. Erst möchte ich wissen, was im Fitnessstudio eigentlich los ist. Die Hölle ist los. Aber das weißt du ja selber. So ein Dopinggerücht ist einfach hartnäckiger als Fußschweiß. Ich habe gedacht, mit der Entlassung von dem Dr. Corona, das ist der mit Konrad zusammengearbeitet hat, da wäre die Sache aus der Welt, aber Pustekuchen. Dann ist die Schuster aufgetaucht mit ihrer Tochter und dem Dr. Weinert. Dann hat die ganze Sache wieder losgetreten. Ja, und dass mit diesen Vorwürfen nun ein für alle Mal Schluss ist, da wird sich der Paul Weiß einem öffentlichen Dopingtest unterziehen. Und wenn der clean ist, ist ja wohl alles klar. Er ist immerhin das beste Pferd im Stall. Was ich nicht kapiere, ist, warum du immer so gereizt bist, wenn ich dich drauf anspreche. Weil du mit deinen Fragen dem Gerücht immer wieder neue Nahrung gibst. Und was ich momentan am allerwenigsten gebrauchen kann, das ist dummes Gequatsche. Ich habe, weiß Gott, Wichtigeres zu tun, als einen Hampelmann zu spielen. Für mich wäre es gut, wenn du mir einfach nur vertraust. Das kann ich aber nur, wenn du keine Geheimnisse vor mir hast. Wird's ja langweilig. Okay, klar. Großes Indianer-Ehrenwort. Keine Geheimnisse mehr. »30 Flaschen Chablis, 2 1 Kilo Dosen Kaviar, Canapés mit Lachs und Trüffeln. Du lässt dir das ganz schön was kosten. Ach, das sind doch nur Peanuts. Ich hol das alles wieder raus. Und du wirst sehen, das Fest morgen, das ist erst der Anfang. Dein Studium? Komm, hör mir auf mit dem Studium. Weißt du, was eigentlich noch viel wichtiger ist und was wir in der letzten Zeit wirklich vernachlässigt haben? Nein. Die Frauen. 2 so erfolgreiche und dazu noch ausgesprochen attraktive Männer wie wir. Also wir dürfen das andere Geschlecht nicht mehr länger vernachlässigen. Tja, ich fürchte, dafür fehlt mir nur die Zeit. Im Gegensatz zu dir will ich die Uni beenden. Obwohl ich mich natürlich auf morgen freue. Das wäre einfach ungerecht den Frauen gegenüber. Du meinst Julia? Das
doch endlich mal einen Sender da, dass man überhaupt was mitbekommt. Die bange Frage. Doch eh nur Müll. Sehr gesprächig, was? Na, was hast du denn heute gemacht? Gar nichts. Schlechte Laune. Hast du dich wieder mit diesem Florian Brandner getroffen? Nein. Und jetzt hör endlich auf, mich auszuquetschen. Ich werde Florian nie wiedersehen. Ich hab sowieso keinen Bock mehr auf den Typ. Sagst du mir auch, woher dieser plötzliche Sinneswandel kommt? Hallo, hier ist Konrad. Hallo? Hallo, wer spricht denn da? Hallo? Könnt ihr mir mal sagen, wieso ich einen Anruf von den Anstettens bekommen habe? Die wundern sich nämlich schon, was hier los ist. Ich habe euch auch eindringlich gebeten, dass ihr euch so unauffällig wie möglich verhaltet. Na, da würde ich mal unseren jungen Freund hier fragen. Der Kleine weiß ja noch nicht mal, wie man Feuer macht. Du gehst mir ganz schön auf die Nerven mit deinen guten Ratschlägen. Da kann ja auch nichts klappen. Wenn du nur einmal auf mich gehört hättest, dann wüsstest du jetzt, wie man in der freien Wildbahn überlebt. Ihr benehmt euch wie zwei kleine Kinder. Naja, sie hat sich halt ein bisschen komisch verhalten, als der Graf gestern vor der Tür stand. Aber nur, weil du dich noch im Schrank verstecken musstest. Peter dachte nämlich, dass sie den Grafen hereinpicken würde und verschwand deshalb im Schrank. Und dabei ist er gestolpert. Als heimlicher Liebhaber darf dir das aber nicht passieren. Naja, ich bin eben Anfänger. Oh, auch das noch. Jesus. Gibt's irgendwas Neues? Später. Nein, ist schon okay. Sophie weiß Bescheid. Ich habe ihr alles erzählt. Gut. Aber es dauert alles länger, als wir dachten. Nur wärst du in der Pension besser aufgehoben als hier. Das finde ich auch. Hier ist eh tote Hose. Ja, wie meinst du denn das? Ja, so wie ich es gesagt habe. Ich will aber hier bleiben. Wieso denn? Julia geht's momentan nicht so gut. Und woher weißt du das? Ich habe Sophie zu den Anstettens geschickt. Sag mal, seid ihr total verrückt geworden? Das nennt ihr unauffälliges Benehmen? Du hast mir doch so fest versprochen, dich von Julia fernzuhalten. Ich habe mich auch von ihr ferngehalten. Nein, nein, ihr habt übertrieben. Ihr kommt jetzt wieder mit zurück. Da kann ich besser auf euch aufpassen. Ich muss wissen, wie es Julia geht. Gut, ich werde mich erkundigen. Und wenn ich zurück bin, fahren wir los. Du hast ja versprochen, für mich ins Büro zu fahren. Wie findest du das? Ich habe zu tun und ich brauche unbedingt meine Unterlagen. Ja, Entschuldigung. Wie soll ich mich denn heute Abend Gero gegenüber verhalten? Na, jetzt wart's doch einfach mal ab. Du darfst ja nicht die Geduld verlieren. Kein Mann möchte überredet werden. Du musst dir nur im Klaren darüber sein, dass es unter Umständen Wochen oder Monate dauern kann. Das finde ich aber ziemlich lange. Vielleicht passiert es ja auch heute Abend. Du könntest es in der Zwischenzeit ja mal mit Arbeit probieren. Zum Beispiel meine Unterlagen aus dem Büro holen. Bin schon unterwegs. Das kannst du nicht machen. Von der Provision, die wir ausgemacht haben, habe ich gerade mal die Hälfte auf meinem Konto. Was? Wieso wie die Hälfte? Schau es dir an. Ja, wenn du mit meiner Arbeit nicht zufrieden bist und mir deswegen nur die Hälfte überwiesen hast, dann musst du das sagen. Aber nicht so, nicht mit mir. Hey, Quatsch, Mann, Quatsch. Ich bin total zufrieden mit deiner Arbeit. Das muss ein Irrtum sein und ich hoffe von der Bank. Von der Bank? Ja, ich werde das überprüfen. Du bekommst die Knete, die wir ausgemacht haben, keinen Pfennig weniger, klar? Na gut, ich verlasse mich auf dich. Du hast mir doch versprochen, ehrlich zu sein. Willst du mich jetzt veräppeln? Dann kontrollier doch einfach die Kassenbücher. Ja, kontrollier die Kassenbücher, Ich müsste eigentlich seit einer ganzen Weile im Wasser rumplanschen, wenn ich überhaupt noch die Spur einer Chance haben will. Dann lass mich das machen. Nee. Du musst studieren. Ich bin wirklich alt genug, um selber zu wissen, wie ich mir meine Zeit einteile. Ich kann dir die Kassenbücher mit nach Hause nehmen und sie dort in Ruhe durchgucken, okay? Das ist ja schon toll.
Fiona Beckmann. Ja, das ist ja eine Überraschung. Bitte kommen Sie doch rein. Guten Tag, Herr von Anstetten. Guten Tag. Ich habe leider nur ganz wenig Zeit. Ich wollte mich auch nur bedanken für die Aufmerksamkeit wegen des Bauernhauses. Aber das war doch selbstverständlich. Bitte kommen Sie doch rein. Wenigstens 5 Minuten. Ich würde gerne, auch um die Kinder wiederzusehen, aber es geht wirklich nicht. Ich wollte Ihnen auch nur Bescheid sagen, dass meine Freundin wieder nach Düsseldorf gefahren ist. Wenn ich Ihnen jetzt versichere, dass ich Sie nicht belästigen werde wegen des Bauernhauses, würden Sie dann wenigstens 2 Minuten mit reinkommen? Es geht wirklich nicht. Aber noch eine Frage. Wie geht es Ihren Kindern? Danke, gut. Und Julia? Sie ist eine richtige Schönheit geworden. Es geht ihr sehr gut. Das freut mich zu hören. So, aber jetzt muss ich wirklich gehen. Ja. Sie müssen mir aber versprechen, bald unser Gast zu sein. Ja? Clarissa und die Kinder würden sich sehr freuen. Das verspreche ich Ihnen. Ich komme gerne. Gut. Auf Wiedersehen, Herr von Anstetten. Wiedersehen. Bis bald. Wer war das, Christoph? Fiona. Fiona Beckmann. Du erinnerst dich doch an sie. Natürlich, Fiona. Was wollte sie denn? Och, nichts Wichtiges. Es ging um das Bauernhaus. Ich habe sie gebeten, bald mal unser Gast zu sein. Das war doch sicher in deinem Sinne. Hm? Natürlich, schon. Ohne sie hätten wir uns schließlich nie kennengelernt. Ja. Hast du irgendwas? Du siehst so traurig aus. Ich habe mir heute Nacht mal überlegt, wovon wir jetzt eigentlich leben werden. Willst du wieder im Krankenhaus anfangen zu arbeiten? Nö, glaube ich nicht. Schließlich haben wir noch die Einnahmen aus dem Fitnessstudio und die Lebensversicherung kommt auch noch dazu. Ist eine Menge Geld. So viel, dass wir neu anfangen könnten. Zum Beispiel im Ausland. Im Ausland? Oliver, entschuldige, dass ich so reinplatze. Hast du kurz Zeit? Tja, ich komme einfach mal gleich zur Sache. Es geht um Susanne. Ich kann mich täuschen, aber ich finde, also sie macht in letzter Zeit auf mich keinen sehr guten Eindruck. Ja, sie ist so unruhig und scheint überhaupt unzufrieden mit ihrer Situation. Ja, es gab in letzter Zeit einige Schwierigkeiten. Aber die waren ja wohl mehr familienintern. Außerdem ist das alles wieder in Butter. Wie schön. Ich möchte nämlich auch, dass es ihr gut geht. Ich auch. Weißt du, ich bin schon einige Jährchen Ehemann und habe so meine Erfahrung. Solltest du also einmal einen guten Rat brauchen, stehe ich zur Verfügung. Ich komme darauf zurück. Für eine gute Beziehung muss man Zeit mitbringen. Es geht mich wahrscheinlich gar nichts an. Trotzdem möchte ich dich bitten, deine Beziehung zu meiner Tochter nicht zu vernachlässigen. Ich verstehe, aber du bist ja nicht der Einzige, der Susanne mag. Möglich. Wahrscheinlich bin ich als Vater auch nur zu empfindlich. Also, dann muss ich mal wieder los. Viel Erfolg beim Training. Ich danke dir. Gratulation und Hut ab, Henning. Das zeichnet die von Anstettens aus. Dass sie sich durch nichts und niemanden von ihrem Weg abbringen lassen. Ich bin stolz auf dich. Du wirst noch staunen. Wir ziehen das ganz groß auf. Zuerst denken... Vergiss aber bitte nicht, dass du auch noch andere Verpflichtungen hast. Du darfst die Textilfabrik jetzt nicht vernachlässigen. Und in erster Linie bist du noch Student. Das habe ich heute schon mal gehört. Das kann man gar nicht vergessen. Gut. Mein Name? Ja. Sebastian? Er heißt Sebastian Adler. Adler wie der Raubvogel. Adler? Er ist Creative Director. Oh. Creative Director? Und das ist Markus Kaufmann. Freut mich. Nicht Hoffmann, Kaufmann. Kaufmann. Und Markus mit K, genau. Ja. Markus Kaufmann. Jawohl. Er ist Teilhaber der Werbeagentur. Teilhaber der Werbeagentur. Julia, Gero,
Kommt ihr mit rüber? Klar. Entschuldigung. Danke. Das ist meine Schwester Julia und ihr Freund Gero von Sterneck. Lass uns was trinken gehen. Tja, vielleicht sollten wir meine Mutter dazu bitten, dann können wir schon mal über meine Ideen zu RC Sportswear sprechen. Lassen Sie mal. Markus ist schon damit beschäftigt, der macht das schon. Ja, aber ein bisschen frischer Wind könnte doch wohl trotzdem nicht schaden, oder? Machen Sie sich mal keine Sorgen. Auch Ihre Vorstellungen werden ja gebührend berücksichtigt. Wissen Sie, so eine Werbeagentur funktioniert nach dem Prinzip der Arbeitsteilung. Wir müssen uns ergänzen. Und Ihre Aufgabe zählt dabei zu den allerwichtigsten. Sie müssen neue Kunden akquirieren. Das ist schade. Dabei sehe ich meine Stärken doch eher im kreativ-künstlerischen Bereich. Ich bin ja auch schon wahnsinnig gespannt auf Ihren kreativen Input. Ach, du glaubst gar nicht, wie ich das alles vermisst habe. Straßenlärm, Autos, schreiende Kinder. Es war so öde auf dem Bauernhof. Ich hätte mich schon beinahe für Peters Liebeskummer interessiert. Wenn du sonst keine Probleme hast. Mit Liebeskummer jedenfalls nicht. Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling, no, no. Schade um die Tränen in der Nacht, yeah. Also langsam aber sicher gehst du mir ganz gewaltig auf den Keks. Sophie ist halt ein temperamentvolles Mädchen. Ja, das mag ja sein, aber ich habe allmählich keine Lust mehr, hier so untätig rumzusitzen. Dieses ewige Versteckspiel geht mir sowas von auf die Nerven. Dann such dir doch einen Job. Sehr komisch. Du weißt doch, dass Peter sich hier verstecken muss. Na und, dann kann man vielleicht trotzdem das Richtige finden. Wieso eigentlich nicht? Ein bisschen Kohle wäre nicht verkehrt und dann könnte ich dir mal was zurückgeben. Das ist nun wirklich nicht das Problem. Ja, aber ich habe dann mein eigenes Geld und wenn ich mit Julia zusammenziehe, dann brauche ich es doch eh. Oh nein, nicht schon wieder Romeo und Julia. Ich glaube, ich kriege Einschläge. Ach, hier habt ihr also verdrückt. Nee, wir wollten nur mal in die frische Luft. Also wenn ihr lieber allein seid wollt, dann geht. Nein, nein, nein. Und du? Arbeitest du auch für die Clarisse? Ich mache ein Praktikum in der kreativen Abteilung. Da freue ich mich aber schon auf unsere Zusammenarbeit. Auch hier nochmal ein Foto. So Richtung junges Glück. Sie sind doch der Glückliche, oder? Der Glückliche? Ich meine, der Verlobte der Schwester. Naja. Ja, natürlich ist das. Na komm, setz doch hin. So, jetzt drückt noch was zusammen. Küsschen. Alles oder nichts. Zweiter Versuch. Oh ja, wie süß. Unser Traumpaar von uns. Julia? Ja, kommst du mal? Ich finde es sehr schade, dass du dich nicht mehr bei mir gemeldet hast. Hier, zur Erinnerung, als du meine Nummer verlegt hast. Ich würde mich jedenfalls sehr über deinen Anruf freuen. Du hast natürlich die ganzen Mitgliedsbeiträge falsch gebucht. Du hättest sie auf dieses Konto buchen müssen. Und was machst du? Du buchst sie natürlich auf dieses. Das ist aber das Ausgabenkonto. Und dieser Fehler hat sich dann auf die Provision der Trainer ausgewirkt. Also Mitgliedsbeiträge, Konten, Provision, Bahnhof, 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 Bahnhof. Komm, das ist doch nicht so schwer. Ich kapier's doch auch. Ja. Okay, ab jetzt kümmere ich mich um die Verwaltung des Studios. Damit bist du entlastet. Nee, das kommt nicht in die Tüte. Wieso? Weil das mein Job ist. Ich meine, dann sage ich eher die Wettkämpfe ab. Ich habe eh keine Chance. Naja, und ich meine, ich muss mich ja um den Laden kümmern, weil er bringt ja wenigstens Geld, ne? Sieh mal, Buchhaltung machen kann jeder. Schwimmen, aber nur einer. Ja, aber du kannst die Buchhaltung nicht machen. Dein Vater hat mir schon ins Gewissen geredet, ich soll mich mehr um dich kümmern. Mein Vater, du hast meinen Vater gesprochen. Was wollte der? Er hat gesagt, ich soll mich mehr um dich kümmern. Der mischt sich doch in alles ein. Sachte, schöne Frau. Und dann machst du Leute, wären wirklich glücklich, so einen Familienvater zu haben. Der macht sich wirklich Sorgen um dich. Ich natürlich auch. Und ich mache mir Sorgen um dich. Und deswegen möchte ich, dass du trainierst. Julia. Gefällt's dir hier etwa nicht? Doch, doch, aber ich bin wahnsinnig müde. Ehrlich gesagt finde ich sie ein bisschen langweilig. Geht sowieso nur wieder um das eine. Geld.
Ich glaube, wir sollten die Geschäfte einfach mal beiseite lassen. Außerdem sehen wir uns ja morgen beim Meeting in der Agentur. Ein Meeting in der Agentur? Warum weiß ich davon nichts? Also ich hätte schwören können, dass ich veranlasst habe, dass auch Sie benachrichtigt werden. Naja, es ist ja noch nicht zu spät. Ich bin gespannt, was Sie zu meinen Vorstellungen zur Werbestrategie für RC Sportswear sagen. So aufgekratzt wie heute habe ich Henning noch nie gesehen. Ich glaube, er hätte sich am liebsten gevierteilt. Er muss einfach immer in Aktion sein. Ich würde sowas total fertig machen. Ja, aber für ihn muss jeder Tag eine neue Herausforderung bringen. Außerdem erfindet er sich zurzeit permanent neu. Ich will so ein Leben viel zu stressig. Ich konzentriere mich lieber nur auf eine Sache. Ich finde es sehr schön, wieder bei dir zu sein. Ich habe dich schon richtig vermisst. Ja, ich glaube, ich hatte mich auch schon ziemlich an dich gewöhnt. Die Sache mit Peter, die hat mich ziemlich aus dem Gleichgewicht geworfen. Erst jetzt, mit diesem Abstand, kann ich sagen, dass das Ganze wohl ein Riesenirrtum war. Ich glaube einfach, dass ich jemand brauche, der auf mich aufpasst und auf den ich aufpassen kann. Klingt ein bisschen altmodisch. Aber das können wir nur erreichen, wenn wir einander wirklich vertrauen. Da glaube ich manchmal, dass ich mit meinen altmodischen Ansichten nicht so gefragt bin. Sei dir da mal nicht so sicher. Und ich finde, das sollten die anderen jetzt auch wissen. Hört mal alle her? Gero und ich, wir haben euch was ganz Wichtiges zu sagen. Du weißt doch, dass ich es hasse, wenn jemand vor mir die Zeitung liest. Ich weiß. Deshalb mache ich's ja. Na los, gib sie her. Na, hol sie dir doch. Oh. Jetzt wird er gleich böse. Also, Kinder, jetzt hört doch mit dem Quatsch auf. Ich will hier in Ruhe frühstücken. Das ist ja der Mega-Hammer. Das glaube ich aber nicht. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Größte Überraschung des gestrigen Abends war die offizielle Mitteilung des Düsseldorfer Traumpaares. Gero von Sterneck und die wunderschöne Julia von Anstetten haben ihre baldige Heirat angekündigt.